Lektion 1, Morgengrüße. Guten Morgen. Haben Sie sich auf die bevorstehende Präsentation vorbereitet? Ja, ich habe die ganze Woche meine Folien geübt und meine Rede verfeinert. Das ist fantastisch. Ich weiß, wie viel Mühe du dir gegeben hast, und es wird sich auszahlen. Vielen Dank. Ich fühle mich sicherer, möchte aber trotzdem sicherstellen, dass alles perfekt ist. Ich verstehe. Es ist immer gut, die Materialien noch einmal zu überprüfen und die Präsentation zu proben. Ja. Ich möchte das Publikum einbeziehen und dafür sorgen, dass die Informationen einprägsam sind. Ich habe keinen Zweifel, dass Sie das großartig machen werden, Ihre Leidenschaft für das Thema ist deutlich spürbar. Ich weiß Ihre Unterstützung zu schätzen, sie stärkt mein Selbstvertrauen wirklich. Lasst uns nach eurer Präsentation feiern, egal, wie sie ausgeht. Lektion 2, historische Perspektiven. Die ökologischen, sozialen oder politischen Bewegungen der Vergangenheit haben unsere Gegenwart maßgeblich geprägt. Ja, es ist faszinierend zu sehen, wie historische Ereignisse aktuelle Themen beeinflussen. Auf jeden Fall. Mein angesehenster Vorgänger eröffnete seine erste Rede genau mit diesem Thema. Das ist interessant. Es zeigt, wie eng unsere Vergangenheit und Gegenwart tatsächlich miteinander verbunden sind. Genau. Das Verständnis der Geschichte kann wertvolle Erkenntnisse über aktuelle Herausforderungen liefern. Ja. Ich glaube, dass uns das Wissen um unsere Wurzeln dabei helfen kann, die Zukunft besser zu meistern. Lassen Sie uns einige Beispiele dafür untersuchen, wie diese Bewegungen die moderne Gesellschaft beeinflusst haben. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich freue mich darauf, tiefer in dieses Thema einzutauchen. Ich kann es kaum erwarten, unsere Gedanken auszutauschen und voneinander zu lernen. Lektion 3, Naturerkundung. Sicher. Wie wäre es mit einem Ausflug in einen nahegelegenen Nationalpark? Dort gibt es wunderschöne Wanderwege. Das klingt nach einem perfekten Plan. Ich liebe die Idee, in der Natur zu wandern. Genau. Die frische Luft und die ruhige Umgebung können so erholsam sein. Ja. Umgeben von Bäumen und Wildtieren herrscht eine friedliche Atmosphäre. Schauen wir uns einige Wanderwege an, die unserem Könnensniveau entsprechen. Tolle Idee. Ich möchte sicherstellen, dass wir eine Route wählen, die uns beiden Spaß macht. Auf jeden Fall. Wandern macht immer mehr Spaß, wenn es nicht so anstrengend ist. Ich freue mich darauf, ein Picknick für unterwegs einzupacken. Das ist eine fantastische Idee. Das macht den Tag noch besonderer. Lektion 4, Transportkomfort. Der Busbahnhof liegt direkt gegenüber dem Bahnhof, was sehr praktisch ist. Das ist großartig. Es macht das Reisen in der Stadt so viel einfacher. Genau. Wir können problemlos von einem Verkehrsmittel auf das andere umsteigen. Ja. Es eignet sich perfekt für die Planung von Tagesausflügen oder die Erkundung nahegelegener Sehenswürdigkeiten. Ich liebe es, wie zugänglich alles mit einem so guten Setup wird. Absolut. Es spart Zeit und Energie und ermöglicht es uns, unsere Abenteuer mehr zu genießen. Nutzen wir diesen Komfort auf unseren Reisen unbedingt.
Auf jeden Fall. Ich bin begeistert von all den Möglichkeiten, die sich uns dadurch eröffnen. Ich auch. Es wird eine fantastische Erfahrung. Lektion 5: Selbstvertrauen stärken. Du hast recht. Ich werde heute mein Bestes geben. Ich bin überzeugt, dass du das großartig machen wirst. Deine Vorbereitung wird sich auszahlen. Danke. Es hilft, das zu hören, bevor ich ins Rampenlicht trete. Absolut. Denken Sie nur daran, beim Präsentieren zu atmen und sich Zeit zu lassen. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Wenn man nervös ist, gerät man leicht in Eile. Ja. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Botschaft, und das Publikum wird Ihre Aufrichtigkeit zu schätzen wissen. Das ist ein guter Punkt. Ich möchte mit Ihnen in Kontakt treten und Ihnen meine Argumente klar machen. Das wirst du. Ich glaube an deine Fähigkeit, sie zu begeistern und zu inspirieren. Ich weiß Ihre Unterstützung zu schätzen. Sie macht einen großen Unterschied. Lektion 6: Bequem ein Auto mieten. Ich denke, es wäre bequemer, ein Auto zu mieten, damit wir verschiedene Gegenden einfacher erkunden können. Das klingt nach einem tollen Plan. Ein eigenes Auto gibt uns die Freiheit, überall hinzufahren, wo wir wollen. Genau. Wir sind nicht auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen und müssen uns keine Gedanken über Fahrpläne machen. Außerdem können wir so die verborgenen Schätze entdecken, die abseits der Haupttouristenpfade liegen. Ja. Ich bin begeistert von den Möglichkeiten, die uns ein Mietwagen eröffnet. Schauen wir uns die Mietoptionen an und finden wir heraus, was in unser Budget passt. Gute Idee. Ich möchte sicherstellen, dass wir für unsere Abenteuer ein zuverlässiges Auto bekommen. Absolut. Es ist wichtig, ein Fahrzeug zu haben, das mit unterschiedlichem Gelände zurechtkommt. Ich freue mich auf unseren Roadtrip. Lektion 7: Schlafprobleme. Ich weiß, oder? Normalerweise habe ich abends Probleme einzuschlafen. Das klingt frustrierend. Haben Sie schon einmal über Entspannungstechniken nachgedacht? Ja. Ich habe mit Lesen und Meditieren vor dem Schlafengehen experimentiert. Das sind tolle Strategien. Sie können wirklich helfen, deinen Geist zu beruhigen und dich auf den Schlaf vorzubereiten. Genau. Ich möchte einfach etwas finden, das für mich dauerhaft funktioniert. Ich verstehe. Es kann eine Weile dauern, aber für eine bessere Erholung lohnt sich die Mühe. Ja, da stimme ich zu. Ich fühle mich viel besser, wenn ich nachts gut schlafe. Auf jeden Fall. Lasst uns Tipps austauschen und uns gegenseitig bei der Lösungsfindung unterstützen. Dafür bin ich voll und ganz. Gemeinsames Arbeiten könnte uns beiden helfen, besser zu schlafen. Lektion 8: Kreative Unterstützung. Es ist inspirierend zu sehen, dass Künstler über 80 immer noch aktiv arbeiten, auch wenn ihnen die Bewegungen oft wehtun. Absolut. Ihr Engagement für die Kunst zeugt von ihrer Leidenschaft und ihrem Durchhaltevermögen. Es ist erstaunlich, wie sie trotz ihrer körperlichen Einschränkungen weiterhin jüngeren Generationen helfen. Ja, Mentoring und der Erfahrungsaustausch können einen sehr positiven Einfluss auf aufstrebende Künstler haben. Ich denke, es unterstreicht die Bedeutung von Gemeinschaft und Unterstützung in der Kunstwelt.
Auf jeden Fall. Ihre Kunstwerke zu sehen, kann andere motivieren, ihre Träume zu verfolgen, egal wie alt sie sind. Planen wir, eine lokale Galerie zu besuchen, die ihre Werke ausstellt? Es wäre wunderbar, sie zu unterstützen. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich kann es kaum erwarten, Ihre Kreativität und Geschichten zu bewundern. Ich auch. Es ist eine fantastische Möglichkeit, Ihren Beitrag zur Kunstszene zu würdigen. Lektion 9: Wertvolle Erinnerungen. Sie erzählte mir immer, wie die Dinge waren, als sie ein kleines Mädchen war, und ich war jedes Mal fasziniert. Das ist wunderbar. Geschichten aus der Vergangenheit geben uns wertvolle Einblicke in die Geschichte. Ja, sie hat mir erzählt, wie meine Stadt früher aussah, und es klang so anders als heute. Ich liebe das. Es ist erstaunlich, wie sich Orte im Laufe der Zeit entwickeln und oft gesellschaftliche Veränderungen widerspiegeln. Genau. Ihre Beschreibungen haben mir die Geschichte und Kultur unserer Gemeinde nähergebracht. Durch das Teilen dieser Erinnerungen bleibt die Vergangenheit für jüngere Generationen lebendig. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist wichtig, diese Geschichten für die Zukunft aufzubewahren. Dokumentieren wir Geschichten wie Ihre. Sie können andere dazu inspirieren, ihre Wurzeln zu bewahren. Das ist eine fantastische Idee. Ich denke, es wird uns alle durch gemeinsame Erlebnisse verbinden. Lektion 10: Wunder der Tierwelt. Das Gebiet ist reich an Wildtieren und zu den Säugetieren zählen Schwarzbären, Grizzlybären, Wapitis, Elche und Maultierhirsche. Das klingt unglaublich. Ich liebe es, etwas über verschiedene Arten und ihre Lebensräume zu lernen. Ja. Jedes dieser Tiere spielt eine entscheidende Rolle im Ökosystem. Absolut. Es ist faszinierend zu sehen, wie sie mit ihrer Umwelt interagieren. Ich denke, es ist für uns wichtig, diese Lebewesen zu schätzen und zu schützen. Ich stimme voll und ganz zu. Naturschutzbemühungen sind für den Erhalt der Artenvielfalt unerlässlich. Planen wir einen Ausflug in einen Nationalpark, wo wir diese Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten können. Das klingt nach einem spannenden Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten, es selbst zu erleben. Ich auch nicht. Es wird großartig sein, sie aus der Nähe zu sehen und mehr über ihr Leben zu erfahren. Lektion 11: Die Zeit vergeht wie im Flug. Wenn man Spaß hat, vergeht die Zeit wie im Flug, nicht wahr? Absolut. Es ist unglaublich, wie schnell die Stunden vergehen können, wenn man Spaß hat. Ja. Es erinnert uns daran, wie wichtig es ist, diese freudigen Momente zu schätzen. Genau. Die Zeit besteht aus verschiedenen Einheiten, aber bedeutsame Erlebnisse lassen sie länger erscheinen. Ich stimme zu. Diese Momente sind oft die Erinnerungen, die wir am meisten schätzen. Sorgen wir dafür, dass wir gemeinsam noch mehr solcher Erlebnisse schaffen. Das klingt nach einem tollen Plan. Ich möchte unsere Zeit mit Abenteuern und Lachen füllen. Ich auch. Das Leben ist zu kurz, um nicht jeden Moment zu genießen. Beginnen wir gleich mit der Planung unserer nächsten lustigen Aktivität. Lektion 12: Budgetierung zum Spaß. Wie viel sollten wir für unseren Wochenendausflug einplanen? Da es nur ein Wochenende ist,
sollten wir es moderat angehen und unser Budget mit Bedacht planen. Auf jeden Fall. Wir können auch ohne zu viel Geld eine tolle Zeit haben. Ich stimme zu. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zwischen Spaß und Ersparnis zu finden. Lassen Sie uns unsere Ausgaben für Unterkunft, Verpflegung und Aktivitäten auflisten. Super Idee. So können wir sicherstellen, dass wir unser Budget einhalten. Ich freue mich schon sehr auf die Reiseplanung. Es wird schön sein, wenn alles organisiert ist. Ich auch. Wenn wir unsere Grenzen kennen, können wir den Urlaub noch mehr genießen. Lassen Sie uns das Beste aus unserer Zeit machen und gleichzeitig klug mit unseren Finanzen umgehen. Lektion 13, Morgenroutine. Nach dem Frühstück ziehe ich mich an und mache ein paar leichte Dehnübungen. Das klingt nach einem tollen Start in den Tag. Dehnen kann wirklich helfen, den Körper aufzuwecken. Ja. Es bereitet mich körperlich und geistig auf alles vor, was der Tag bringt. Ich stimme voll und ganz zu. Eine gute Morgenroutine gibt den Ton für den kommenden Tag an. Genau. Es ist wichtig, sich auch morgens Zeit für sich selbst zu nehmen. Lass uns eines Morgens gemeinsam ein paar Dehnübungen machen, das könnte Spaß machen. Das ist eine fantastische Idee. Ich würde diese Erfahrung gerne mit Ihnen teilen. Ich kann es kaum erwarten. Das ist eine tolle Möglichkeit, uns gegenseitig zu motivieren. Auf jeden Fall. Auf gesündere Morgen. Lektion 14, Wettbewerbsanalyse. Wir sollten auch die Strategien unserer Wettbewerber genauer analysieren, um den Markt besser zu verstehen. Ja, das ist wichtig. Zu wissen, was sie tun, kann uns helfen, unsere eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen. Genau. Es kann uns Einblicke in effektive Taktiken geben, die wir vielleicht anwenden möchten. Ich stimme voll und ganz zu. Außerdem hilft es uns, den Markttrends immer einen Schritt voraus zu sein. Lassen Sie uns alle Daten sammeln, die wir finden können, und sie systematisch aufschlüsseln. Tolle Idee. Eine gründliche Analyse wird uns ein klareres Bild unserer Position verschaffen. Ich freue mich darauf, mich in diese Aufgabe zu stürzen, sie könnte zu einigen wertvollen Entdeckungen führen. Ich auch. Es ist immer lohnend, von anderen in unserem Bereich zu lernen. Machen wir eine produktive Sitzung daraus. Lektion 15, Budgetverwaltung. Ich denke, dass wir für dieses Projekt mit einem moderaten Budget auskommen können. Das freut mich zu hören. Es ist wichtig, innerhalb unserer finanziellen Grenzen zu bleiben. Ja. Indem wir unsere Ausgaben im Auge behalten, können wir unsere Mittel effizienter einsetzen. Ich stimme voll und ganz zu. Priorisieren wir, was für den Erfolg des Projekts wesentlich ist. Auf jeden Fall. Wir können immer kreative Wege finden, Geld zu sparen und gleichzeitig unsere Ziele zu erreichen. Beginnen wir mit der Ausarbeitung eines Haushaltsplans, um sicherzustellen, dass wir auf Kurs bleiben. Tolle Idee. Ich bin zuversichtlich, dass wir es ohne Qualitätseinbußen hinbekommen. Ich bin gespannt, was wir im Rahmen unseres Budgets erreichen können. Ich auch. Lasst uns dieses Projekt zu einem Erfolg machen. Lektion 16, Vulkaneinblicke.
Auf Hawaii gibt es derzeit keine vulkanische Aktivität, aber auf 2 Hawaii-Inseln gibt es noch aktive Vulkane. Ach ja? Welche Inseln sind das? Sowohl Oahu als auch Big Island haben Vulkane, deren Erkundung faszinierend sein kann. Das klingt fantastisch. Ich wollte schon immer mehr über Vulkane und ihre Ökosysteme erfahren. Ja. Sie verfügen über einzigartige Landschaften und eine reiche Artenvielfalt, die es wert sind, erlebt zu werden. Ich kann mir nur vorstellen, wie atemberaubend es sein muss, einen aktiven Vulkan aus der Nähe zu sehen. Auf jeden Fall. Lass uns eine Reise planen, um diese Inseln zu besuchen und ihre Naturwunder zu erkunden. Ich bin dabei. Es wird das Abenteuer Ihres Lebens. Ich kann es kaum erwarten, mit der Planung unseres Hawaii-Urlaubs zu beginnen. Lektion 17: Arbeitsplatzgestaltung. Das ist eine tolle Idee. Die Gestaltung eines individuellen Arbeitsplatzes kann die Produktivität deutlich steigern. Ich stimme voll und ganz zu. Ein Raum, der Ihren Stil widerspiegelt, kann die Arbeit angenehmer machen. Ja. Es kann Ihnen auch helfen, organisiert zu bleiben und sich auf Ihre Aufgaben zu konzentrieren. Genau. Lassen Sie uns gemeinsam Ideen für einen Raum sammeln, der Kreativität und Effizienz fördert. Das würde mir sehr gefallen. Wir können Farben, Layout und sogar die Art der Möbel berücksichtigen, die wir möchten. Ja. Ein bequemer Stuhl und eine gute Beleuchtung sind für eine produktive Umgebung unerlässlich. Sorgen wir dafür, dass unsere Arbeitsplätze nicht nur funktional sind, sondern auch ein angenehmer Aufenthaltsort. Absolut. Ich freue mich darauf, einen Raum zu schaffen, der uns beide motiviert. Ich auch. Lasst uns mit diesem Projekt beginnen. Lektion 18: Entspannung am Flughafen. Vor dem Abflug können wir uns am Gate entspannen, das ist eine gute Möglichkeit, abzuschalten. Ja, und vielleicht können wir uns einen Snack oder etwas anderes holen, um unsere Energie aufrechtzuerhalten. Das klingt perfekt. Ein kleiner Snack gibt uns neue Kraft für die bevorstehende Reise. Auf jeden Fall. Flughäfen bieten oft tolle Möglichkeiten, sodass wir etwas Leckeres finden können. Ich stimme zu. Außerdem haben wir so die Möglichkeit, uns zurückzulehnen und die Atmosphäre zu genießen. Genau. Es kann ziemlich unterhaltsam sein, den Leuten beim Kommen und Gehen zuzusehen. Suchen wir uns einen bequemen Platz zum Sitzen, während wir warten. Gute Idee. Ich möchte entspannt sein, bevor wir ins Flugzeug steigen. Ich kann unsere Reise kaum erwarten. Es wird ein Abenteuer. Lektion 19: Hobby teilen. Ich habe vor kurzem ein neues Hobby angefangen, das sowohl Spaß macht als auch nützlich ist. Das klingt interessant. Was ist es? Ich habe angefangen, das Kochen verschiedener Gerichte zu lernen, und es war eine großartige Erfahrung. Kochen ist eine so wertvolle Fähigkeit. Vielleicht kannst du mir ein paar Rezepte beibringen. Sehr gerne. Gemeinsames Kochen und der Austausch von Ideen machen noch mehr Spaß. Auf jeden Fall. Wir können verschiedene Gerichte ausprobieren und voneinander lernen. Lass uns demnächst einen Kochabend planen, da kann ich dir mein Lieblingsrezept zeigen. Ich freue mich darauf.
Kochen kann Menschen wirklich zusammenbringen. Auf jeden Fall. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, Zeit zu verbringen und gutes Essen zu genießen. Lektion 20, Haustierpflege. Aus den Taschen bin ich versehentlich auf den Schwanz der Katze getreten und ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn mir das passiert. Oh nein! Arme Katze! Sie können so empfindlich sein, dass man sie leicht versehentlich verletzen kann. Genau. Ich versuche, vorsichtig zu sein, aber manchmal ist es schwer, sie zu bemerken. Ja. Katzen können hinterhältige kleine Wesen sein, sie lieben es einfach, einem im Weg zu sein. Um das wiedergutzumachen, achte ich immer darauf, ihm hinterher besonders viel Liebe zu schenken. Das ist süß. Wenn Sie ihnen ein wenig Aufmerksamkeit schenken, fühlen sie sich viel besser. Auf jeden Fall. Ich möchte sicherstellen, dass er weiß, dass er geliebt wird, auch wenn mal etwas schief geht. Es ist toll, dass Sie so rücksichtsvoll auf seine Gefühle eingehen. Danke. Ich finde, unsere Haustiere verdienen die bestmögliche Pflege. Lektion 21, harte Arbeit. Joe muss hart arbeiten, er muss viele Aufgaben bewältigen. Ja, und er muss das Geld seinem Vater zurückzahlen, was den Druck noch erhöht. Das stimmt. Familienpflichten können manchmal eine große Belastung sein. Ich bewundere allerdings, wie er alles meistert, es erfordert viel Kraft. Auf jeden Fall. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie kann eine große Herausforderung sein. Ich hoffe, er findet einen Weg, alles zu bewältigen, ohne sich überfordert zu fühlen. Ja. Ich denke, er wird es schaffen, er hat gute Unterstützung um sich herum. Das ist wichtig. Ein solides Unterstützungssystem kann den entscheidenden Unterschied machen. Ich drücke ihm die Daumen. Er verdient, bei allem, was er tut, erfolgreich zu sein. Lektion 22, Einkaufstipps. Soweit ich gehört habe, fallen die Schuhe größengerecht aus, Sie sollten sie also anprobieren. Das klingt beruhigend. Es ist immer eine gute Idee, die Passform vor dem Kauf zu überprüfen. Auf jeden Fall. Eine gute Passform kann den Komfort entscheidend steigern. Ich stimme zu. Ich hasse es, wenn sich Schuhe nach ein paar Stunden tragen eng oder zu locker anfühlen. Genau. Lass uns genügend Zeit zum Anprobieren einplanen. Guter Plan. Es lohnt sich, sich Zeit zu nehmen, um die perfekte Passform zu finden. Ich bin gespannt, wie sie an dir aussehen. Ich auch. Einkaufen kann ein tolles Erlebnis sein, wenn man die richtigen Artikel findet. Lasst es uns genießen und einen Tag daraus machen. Lektion 23, Sport und Integrität. Es ist wichtig, den Zustand des kanadischen Sports seit der Untersuchung zu beobachten. Ja, es gab in letzter Zeit viele Diskussionen über Integrität im Sport. Genau. Das Canadian Center for Drug-Free Sport versucht, diese Probleme anzugehen. Um die Glaubwürdigkeit des Sports zu bewahren, ist es von entscheidender Bedeutung, Fairness und Ehrlichkeit zu fördern. Auf jeden Fall. Sportler sollten unter gleichen Bedingungen und ohne unfaire Vorteile antreten. Ich stimme voll und ganz zu.
Es ist für die Gesundheit der gesamten Sportkultur von entscheidender Bedeutung. Behalten wir die Fortschritte dieser Bemühungen in den kommenden Monaten im Auge. Das klingt gut. Ich bin gespannt, welche Änderungen Sie umsetzen. Ich denke, es wird faszinierend sein, die Entwicklung des Sports in Kanada mitzuerleben. Lektion 24: Entdeckungen im Secondhandladen. Wow, das ist unglaublich. Dann sollte ich öfter Secondhand-Läden besuchen. Auf jeden Fall. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, danach zu suchen, können Sie unglaubliche Schätze finden. Ich habe gehört, dass sie oft einzigartige Artikel haben, die man nirgendwo anders findet. Ja. Es ist jedes Mal wie eine Schatzsuche, wenn man hineingeht. Ich liebe die Idee, Vintage-Kleidung oder einzigartige Wohnaccessoires zu finden. Genau. Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, Geld zu sparen und gleichzeitig die Umwelt zu schonen. Lass uns bald einen Ausflug in einen Secondhand-Laden planen. Ich würde ihn gerne mit dir erkunden. Das klingt nach einem lustigen Tag. Ich bin schon gespannt, was wir entdecken werden. Ich auch nicht. Es wird ein Abenteuer voller Überraschungen. Lektion 25: Tierbedarf. Wenn Sie für Ihr Haustier etwas kaufen, müssen Sie an Leckerlis für Ihren Hund und Bürsten für seine Fellpflege denken. Das stimmt. Es ist wichtig, dass unsere Haustiere gut ernährt und gepflegt sind. Ja. Für Katzen gibt es auch Futter, das auf ihre speziellen Ernährungsbedürfnisse abgestimmt ist. Genau. Jedes Haustier hat andere Bedürfnisse, und diese müssen wir erfüllen. Für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden ist es wichtig, qualitativ hochwertige Produkte auszuwählen. Auf jeden Fall. Eine gute Ernährung und Pflege können ihre Lebensqualität erheblich verbessern. Lassen Sie uns eine Liste mit allem erstellen, was wir dieses Wochenende für unsere pelzigen Freunde brauchen. Tolle Idee. Ich möchte sicherstellen, dass wir an alles gedacht haben. Ich freue mich darauf, bei der Pflege unserer Haustiere zu helfen. Lektion 26: Fitnessgespräche. Hallo. Machst du auch gerne Fitness? Ja, ich möchte gesund sein und aktiv bleiben. Und du? Auf jeden Fall. Ich versuche, mehr Sport in meinen Alltag einzubauen. Das ist fantastisch. Regelmäßiges Training kann Ihr Energieniveau deutlich steigern. Auf jeden Fall. Ich fühle mich viel besser, wenn ich aktiv bleibe und mich gesund ernähre. Ich stimme dir voll und ganz zu. Es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden, das für dich funktioniert. Lassen Sie uns einander motivieren, an unseren Fitnesszielen festzuhalten. Das fände ich super. Mit einem Trainingspartner macht das Training noch mehr Spaß. Ich kann es kaum erwarten, unsere gemeinsame Fitnessreise zu beginnen. Lektion 27: Wiederherstellung der Stromversorgung. Moment. Alles klar, lass dir Zeit. Der Strom sollte jetzt wieder da sein. Das ist eine Erleichterung. Ich hatte mir wegen des Ausfalls schon ein wenig Sorgen gemacht. Das verstehe ich vollkommen. Es ist nie schön, wenn unerwartet das Licht ausgeht. Ja. Es macht einem bewusst, wie sehr wir für alles auf Elektrizität angewiesen sind. Auf jeden Fall.
Hoffen wir, dass es dieses Mal so bleibt. Einverstanden. Ich bin froh, dass wir uns während des Wartens unterhalten können. Ja. Brettspiele oder Lesen können bei Stromausfällen eine gute Ablenkung sein. Auf jeden Fall. Lasst uns das Beste daraus machen, bis alles wieder normal ist. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit. Lektion 28 – Historische Führer. Führungspersönlichkeiten wie Susan B. Anthony und Elizabeth Cady Stanton machten auf die Rechte der Frauen aufmerksam und überzeugten viele, sich der Sache anzuschließen. Das ist faszinierend. Ihr Einsatz war entscheidend für den Kampf um Gleichberechtigung, und ihre Stimmen finden auch heute noch Anklang. Absolut. Ihre Entschlossenheit und Leidenschaft trugen dazu bei, eine Bewegung in Gang zu setzen, die den Lauf der Geschichte veränderte. Ja. Es ist inspirierend, darüber nachzudenken, wie sie trotz so viel Widerstand weiter auf Veränderungen drängten. Genau. Ihr Mut erinnert uns daran, dass der Einsatz für Gerechtigkeit oft mit Herausforderungen verbunden ist, aber Beharrlichkeit ist der Schlüssel. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist wichtig, ihr Erbe zu ehren, indem wir weiterhin für Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen kämpfen. Lassen Sie uns mehr über Ihre Beiträge und Ihren Einfluss auf zukünftige Generationen erfahren. Das klingt nach einem großartigen Plan. Ich bin gespannt, mehr über Ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft zu erfahren. Ich auch. Es ist wichtig, unsere Geschichte zu verstehen, um die Fortschritte zu würdigen, die wir gemacht haben. Lektion 29 – Literarische Erkenntnisse. Es scheint, dass Menschen im Westen, die Teil der literarischen Kultur sind, die wissenschaftliche Revolution aufgrund verschiedener historischer Faktoren weder fördern noch verstehen. Das ist eine interessante Perspektive. In literarischen Kreisen werden Erzählung und Emotionen oft wichtiger als empirische Beweise. Genau. Dies kann zu einer Diskrepanz zwischen wissenschaftlichem Fortschritt und literarischer Wertschätzung führen. Ja, und es ist faszinierend, wie unterschiedlich verschiedene Kulturen den Fortschritt interpretieren können. Ich stimme zu. Das Verständnis dieser Dynamik kann uns helfen, den größeren Kontext intellektueller Bewegungen zu verstehen. Lassen Sie uns tiefer in die Frage eintauchen, wie sich Literatur und Wissenschaft im Laufe der Zeit gegenseitig beeinflussen. Das klingt nach einer fantastischen Idee. Die Untersuchung ihrer Beziehung könnte so viel über die kulturelle Evolution verraten. Ich freue mich darauf, diese faszinierende Schnittstelle zu erkunden. Ich auch. Es wird eine aufschlussreiche Diskussion. Lektion 30 – Gesundheitliche Bedenken. Manche Menschen rauchen immer noch in ihren Häusern und ihre Kinder atmen den Rauch ein, was ziemlich besorgniserregend ist. Ja, das ist unglaublich besorgniserregend. Passivrauchen kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen für Kinder haben. Absolut. Eltern sollten sich der Gefahren bewusst sein, die das Rauchen in der Gegenwart ihrer Kinder mit sich bringt. Ich stimme voll und ganz zu. Aufklärungskampagnen können dazu beitragen, Familien über diese Risiken aufzuklären. Genau. Die Schaffung rauchfreier Umgebungen ist für die Gesundheit künftiger Generationen von entscheidender Bedeutung. Lassen Sie uns darüber diskutieren, wie wir gesündere Lebensbedingungen in unserer Gemeinde fördern können. Das klingt nach einem tollen Plan. Es ist wichtig, sich für das Wohl unserer Kinder einzusetzen.
Ich freue mich, zu diesem wichtigen Gespräch beizutragen. Ich auch. Gemeinsam können wir etwas bewirken.